Moin, ihr Lieben! Heute möchte ich euch gerne einmal mitnehmen, wie ich ein Landspeck nähe. Eins, was von innen so eine Thermoisolierung hat. Ja, das wird, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein ganz langes Video, weil hier ist jetzt nichts gekürzt, nichts zusammengeschnitten, nichts auf schneller gedrückt. Einfach genauso lange, wie es gedauert hat, dürft ihr jetzt dabei zugucken. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Dieses Stückchen Stoff, das ist 100% Baumwolle. Den habe ich jetzt gar nicht speziell für dieses Landspeck abgeschnitten, sondern der ist mir hier so in die Finger geraten. Und den finde ich einfach wunderschön. Und in der Nähe lag so ein Thermoflies. Und so kommen mir dann manchmal die Ideen, dass ich dachte, das wäre doch ganz schön für unterwegs so eine Tasche zu haben, die einfach schick aussieht, weil alle Thermotaschen, die ich so besitze, ja, sind eigentlich langweilig. Und ja, wenn man schon was selber machen kann, warum dann nicht auch sowas, ne? Genau, und so überlege ich jetzt erstmal anhand des Stoffs, das ich nun mal halt hier habe, wie breit und wie hoch möchte ich das haben. Ich versuche das immer alles einigermaßen so zu gestalten, dass ich möglichst wenig Verlust habe von dem Stoff, dass man aus den Resten noch mal ein kleines Täschchen und so weiter machen kann. Ja, gerade muss er natürlich werden, ist ja klar. Und so stelle ich jetzt einfach erstmal ein Rechteck her. Und wie ihr vielleicht seht, warum das manchmal so lange dauert, richte ich mir das immer wieder rechts und oben und links an den geraden Linien der Schneidematte aus. Das hilft einfach total. Und dazu ein Lineal, was im Idealfall immer größer als der Stoff ist. Also ich habe da mehrere davon, damit man nämlich dann rechts und links anlegen kann an den Linien, dass man dann gerade über den Stoff kommt. Jetzt ist das natürlich pfiffigerweise genau nicht im Bild, ne? So halb. Und ja, jetzt dürfte das Rechteck sein, mit dem man arbeiten kann. Ja, so eine Schneidematte und ein Rollschneider, das ist wirklich was Feines. Also ich genieße das sehr. Man kriegt das natürlich auch alles ohnehin, ist ja ganz klar, kann man sich auch anzeichnen und dann einfach mit der Schere ausschneiden. Das hier ist einfach die schnellere Variante. Genau, das hier ist dieses Stück Thermoflies, was daneben lag. Das werdet ihr alle kennen aus so Thermostaschen und ja, allen möglichen anderen Einsatzgebieten. Jetzt mache ich es mir natürlich einfach und lege das Rechteck, was ich gerade ausgeschnitten habe, einfach auf das Thermoflies und fixiere das mit Nähgewichten, dass mir das nicht hin und her rutscht. Weil, ja, schon mal vorneweg, also dieses Thermoflies ist jetzt nicht gerade der einfachste Stoff. Man sollte das an einem Tag nähen und zuschneiden, wo man ein bisschen Geduld mitbringt. Ja, das ist einfach ständig am Rutschen und ja, fluddelt irgendwie so rum. Genau, da passiert jetzt dieselbe Geschichte. Einfach einmal dran lang und wenn es gut läuft, hat man dann im Endeffekt 4 Rechtecke, die alle gleich groß sind. Da kann ich mir das jetzt sparen, das groß an den Linien anzulegen. Das ist ja schon gerade. Und wichtig ist, dass es gleich gerade ist. Also dass alle 4 Sachen wirklich gleich sind, sonst passt das hinterher natürlich nicht zusammen. So, jetzt kommt die letzte Kante. Fürs Lineal ein paar Nähgewichte im Weg. Und da seht ihr schon so ein bisschen die Krux. Das ist halt super rutschig. Und ich muss immer wieder gucken, dass das halt wirklich aufeinander liegt. Weil so ein halber Zentimeter kann schon mal eine Rolle spielen. Dass es dann hinterher nicht schön aufeinander geht alles. So, der Fall wäre aber geklärt. Und jetzt stelle ich fest, dass es oben immer noch nicht so hundertprozentig perfekt ist, ne? Muss man da mal ran. Ja, eigentlich bin ich nicht so die Oberpinglichste beim Nähen und nehme es manchmal auch ehrlich gesagt gar nicht so krass genau. Aber ja, ein guter Zuschnitt ist wirklich schon die halbe Miete. So ein paar Unebenheiten kann man natürlich beim Nähen ausgleichen, aber schon schön, wenn das alles gleich groß ist. Macht es einem einfacher. So, Maschinchen. Und jetzt geht's los. Erstmal nochmal alles zurechtdrücken.
Ja, da sieht man mal, dass manchmal auch so ein bisschen Langeweile entstehen kann, weil, weil Sachen einfach dauern. Ne? Und man dann erstmal alles schön hinstellen muss, die Zutaten zusammenlegen muss, ja, welches Garn passt. Damit geht es auch schon los. Werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dass natürlich ausgerechnet die falsche Farbe eingefädelt ist. Auch hier zeige ich mich ja äußerst kompromissbereit. Also es muss nicht immer die super Matching-Farbe sein, obwohl ich eigentlich alles Mögliche da habe. Aber das jetzt alle 3 Meter da zu wechseln, ist mir einfach zu anstrengend. Ich gucke immer, dass ich irgendwas finde, was mit allem so harmoniert. Ähm, ja, am liebsten ist es irgendwie so ein Naturton oder mit so einem hellen Grau kommt man oft auch ziemlich gut zurecht. Ja, keine Kompromisse kann man natürlich machen bei Schwarz und Weiß, das ist ja ganz klar. Oder auch bei sowas wie Rot, aber auch bei Blautönen. Ich bin damit zufrieden, wenn das so, sag ich mal, irgendwie eine Nuance von Blau dann ist, damit der Kontrast nicht allzu riesig ist. Ja, oder man macht halt extra ein Kontrastgarn rein. Aber in diesem Fall habe ich jetzt natürlich schon geguckt, dass das so ein bisschen in die Richtung vom Stoff geht, weil wenn die Nähte hinterher ausgeformt werden, so ein bisschen sieht man halt durch. Also wenn der Kontrast zu stark ist und es kommt mal ein bisschen Spannung auf die Naht, kann man natürlich schon was durchsehen. Also wenn ich jetzt einen schwarzen Stoff mit einem weißen Garn nähe, dann wird es nicht gut aussehen. So viel zur Kompromissbereitschaft. Ja, ich starte mit der einfacheren Variante. Lege mir natürlich erstmal beides rechts auf rechts. Wie das hier ist ja relativ eindeutig. Also die silbernen Seiten, die doller silbernen glänzenden Seiten sind die später außen sein sollen. Und dadurch, dass das ja rutscht wie bescheuert, mache ich mir das oben und unten fest. Dann habe ich zumindest schon mal so einen groben Plan, wie das nach dem Nähen aussehen soll. Genau. Da liebe ich natürlich diese Klammern. Ja, eine Nadel dürft ihr hier nicht benutzen. Ja, Stoff perforiert dann. So, und jetzt nimmt das Desaster so ein bisschen seinen Lauf. Ich weiß ja jetzt schon, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt gerade einen Universalfuß drin und kann sogar den Nähdruckfuß einstellen bei meiner Maschine. Alles Mögliche. Und ja, merke jetzt hier, komme ich ins Kämpfen. Das wird auf gar keinen Fall klappen. Also es ist schon nach wenigen Millimetern klar, dass das einfach nicht gut transportiert. Ganz kurz dachte ich, na, wer weiß, vielleicht hat sich der Unterfaden verhakt. Das kann ja gerade am Anfang auch schon mal passieren. Ja, also Versuch Nummer 2. Ein Loch ist schon mal im Stoff, falls ihr das gerade gesehen habt. Also Stoff ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort, aber so, weil natürlich die Nadel total diesen Stoff perforiert. Oder wenn man jetzt auch zu dolle daran zieht, ja, ist einfach, als hätte man den Stoff geschnitten, schön perforiert und dann ausgerissen. Also, Trick 17. Es gibt mehrere Tricks, mit solchen schwierigen Stoffen umzugehen. Man kann ein Teflonfüßchen nehmen. Da bin ich mir aber relativ sicher, hätte in diesem Fall nicht viel Wirkung gezeigt. Was richtig gut auch gehen würde, ist alles mit Backpapier zu umlegen. Das transportiert dann mega gut und dadurch, dass das ja perforiert wird, kann man es dann später wieder ausreißen. Genau, da habe ich mich jetzt nicht dafür entschieden, sondern ich habe einen Obertransportfuß und den habe ich jetzt eben schnell eingebaut. Der sorgt halt dafür, dass unten und oben transportiert wird und so kann man schwierige Stoffe richtig mega gut durch die Maschine bringen. Also auch so ganz fließende Geschichten wie irgendwie so irgendwelche fluddeligen Viskosestoffe oder irgendwelche schweren Stoffe oder zum Beispiel richtig, richtig cool auch für Wachstücher, beschichtete Baumwolle, diese ganzen Geschichten. Wenn so rechts auf rechts nähen, ist ja immer kein Problem, weil dann hat man ja die Baumwolle, aber ihr werdet das bestimmt kennen, wenn ihr ein Wachstuch abstecken wollt, dass das ultra nervig ist und die Naht unmöglich aussieht, weil die Stiche einfach nicht gleichmäßig sind. Und ja, mit diesem Obertransportfuß ist das ein Kinderspiel. Wobei ich auch hier sagen muss, so ein ganz krasses Kinderspiel ist es immer noch nicht. Also ich muss schon noch wirklich sehr langsam nähen und darauf achten, dass das da alles in Reihe und Glied ist, weil das einfach wie verrückt verrutscht und es transportiert ganz gut, aber jetzt auch nicht so perfekt wie
der Fuß bei anderen Stoffen performen würde. Ja, aber man kann damit zufrieden sein und man darf ja auch nicht vergessen, das, was jetzt gerade genäht wird, ist später in. Wie gesagt, ich bin da nicht so super pingelig. Also ist ja jetzt auch eine Tasche für mich. Und solange das einigermaßen gerade ist und hält, bin ich da jetzt erstmal mit zufrieden. Aber ich würde sagen, es sieht ganz okay aus. Hier ist mir jetzt natürlich wichtig, dass wenn ich oben ankomme, da wo jetzt diese gelbe Klammer ist, das seht ihr auch, prüfe ich immer wieder zwischendurch, dass die beiden Seiten aufeinander liegen, also gleich lang oben enden, weil auch das werdet ihr alle kennen. Wenn das nicht gescheit transportiert wird, dann endet man so, dass eine Seite zum Schluss länger ist als die andere und kriegt die Krise davon. Trennt das alles wieder auf oder versucht das zu akzeptieren, weil das ganze Nähstück ist krumm und schief. Also das Schönste ist, wenn man das jetzt so glatt hinlegt, hier so auf den Tisch, dass es dann halt eben auch glatt liegt und nicht eine Seite sich so hochwellt. Dann hat man irgendein Fehlerchen eingebaut. Genau, also dieser Schritt war eigentlich der schwierigste, wobei er so schwierig nicht ist, wenn man sich ein bisschen die richtige Umgebung dafür schafft. Und jetzt kommt die ganze Geschichte natürlich noch genauso einmal. Ach so, ich habe überhaupt nicht erwähnt, dass wir natürlich bei dem silbernen Stoff musste unten eine Wendeöffnung bleiben, ne? Ist ja ganz klar. Das ist später innen und irgendwie müssen wir die Tasche ja umgedreht kriegen. Ich war gerade übrigens ganz kurz unterwegs, weil ich diesen Oberstoff nochmal schnell gebügelt habe. Das lohnt sich immer, das sieht einfach besser aus und deswegen sind da gerade auch oben solche Flecken. Das ist einfach nur Wasser. Genau, und jetzt mit derselben Nahtzugabe, das ist natürlich wichtig, damit das später gut ineinander passt, mit derselben Nahtzugabe auch nochmal den Außenstoff hier nähen, ohne Wendeöffnung. Wenn man irgendein Label oder was auch immer einbauen möchte oder irgendwie einen kleinen Aufhänger, falls man sich das ins Fahrrad hängen möchte oder so, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das an der Seite mit einzufassen. Und ja, tut mir leid, dass das Bild hier so wackelt. Was ich nämlich beim Nähen nicht gecheckt habe, ist, dass die Maschine schief steht. Und deswegen hat die so geholpert. Ich weiß auch nicht, warum mir das nicht richtig aufgefallen ist. Ich war wahrscheinlich so beschäftigt mit meinem Thermoflies. Ja, jetzt kommt hier, ich baue immer so ein kleines Label ein. Mache das da immer, versuche ich immer an derselben Stelle zu machen, dass es so einen Wiedererkennungswert hat. Und ja, dann das Ganze nach oben, natürlich verriegeln, logisch, besonders da ist das richtig wichtig, weil man da später ein bisschen dran rumzuppelt und es soll ja nicht aufgehen. So, jetzt haben wir ein Außenteil und ein Innenteil, rechts auf rechts zusammengenäht. Das Innenteil hat unten eine Wendeöffnung, also völlig easy peasy. Falls ihr zwei gleiche Stoffe habt, zwei Baumwollstoffe oder was auch immer, werdet ihr schon 5-mal fertig. Ja, jetzt, die ganze Tasche soll ja stehen können und ein bisschen bauchiger werden. Deswegen ist das schön, sich unten 2 Ecken abzuschneiden, damit man eben diesen Boden herstellen kann. Und da liebe ich natürlich wieder mein Lineal, weil die, also ich möchte hier einen 5 cm Boden haben und zeichne mir dann genau die 5 cm einfach mit dem Lineal ein. Einmal von oben nach unten und einmal von rechts nach links. Das seht ihr jetzt gleich. Da wieder die 5 cm. Was halt super wichtig ist, wo ihr darauf achten müsst, ihr müsst das von der Naht aus machen. Also die Nahtzugabe zählt jetzt nicht mit, sonst wird es ja ungenau. Also von der Naht aus die 5 cm. Ihr könnt die Tasche ja auch in einem ganz anderen Maß machen. Dann sind es vielleicht nur 2 cm oder 10, wenn es eine ganz große wird. Das ist total variabel. Das Einzige, was man noch bedenken muss, ist, dass das ja gleich zusammengenäht wird und das wiederum eine Nahtzugabe haben wird. Also es wird etwas größer als diese 5 halt. Genau, jetzt schneide ich mir die Ecken rechts und links aus und auch da drauf achten. Ich mache das jetzt so ein bisschen Pi mal Daumen, aber es ist schon genau, dass die Nahtzugaben aufeinander liegen. Und man könnte die jetzt auch einzeln anzeichnen und einzeln ausschneiden, dann wäre es wahrscheinlich noch genauer, aber ja, da lassen wir mal 5 gerade sein. So, und da habt ihr jetzt den Trick gesehen, wie die ganze Geschichte aufeinander gelegt wird, um halt diese Ecken herzustellen. Und wenn man es besonders schön machen möchte, faltet man sich noch hier
die Seiten eben auf, weil dann sieht man nämlich die Nähte übereinander und dann kann man es perfekt in der Mitte treffen. Und das sieht besonders schön aus, wenn man später wendet, weil dadurch einfach die Ecke akkurat ist. Wenn das auch nur so 2-3 Millimeter verschoben ist, dann sieht es schon ein bisschen schludriger aus. Plus die Tasche steht leicht schief. Gerade wenn es unterschiedlich rechts und links aus Versehen passiert ist. Passiert jedem mal, ne? Aber so ist zumindest ein Trick, wie man dafür sorgen kann, dass das schön gleichmäßig wird. Ja, und das, wenn man jetzt so ganz, ganz ordentlich ist, könnte man das jetzt natürlich auch noch aufbügeln. Aber da begnüge ich mich jetzt damit, das so ein bisschen aufzufalten und so ein bisschen glatt zu streichen. Das ist auch okay, weil das ist ja eh eine recht üppige Tasche. Wenn das jetzt 2 feine Stoffe wären, würde ich das auf jeden Fall machen, weil das zahlt sich später aus. Wenn die Nahtzugaben schön glatt gebügelt sind, zeichnen sie sich einfach nicht so ab. In manchen Fällen würde man die vielleicht auch noch feststeppen und so, aber genau, hier ist es jetzt eigentlich in meinen Augen Quatsch. Und jetzt kommt die schwierige Angelegenheit, weil dieser Stoff ist ja eh schon so widerspenstig. Und das ist jetzt einfach total Fummelarbeit, das aufeinander zu kriegen. Und hier habe ich noch so, das ist jetzt was ich, wenn ich es nochmal näher besser machen würde. Ich habe das nicht gescheit verriegelt, dadurch, dass wir es ja eben da aufgeschnitten haben. Dieses, wo ich jetzt mit dem Zeigefinger drauf drücke, das ist nicht verriegelt. Das fängt gerade an, sich zu öffnen. Wenn es ein anderer Stoff wäre, dann hätte ich das jetzt nochmal so unter die Maschine gelegt, dass ich die Naht dann nochmal verriegle vorne am Anfang auf beiden Seiten, damit ich, ja, jetzt seht ihr diesen leicht offenen Bereich da. Und das ist nämlich Mist. Ich versuche das jetzt so drunter zu schieben, dass ich das gut erwische und mit einfasse. Und da ist mein super Trick hier so ein Nahttrenner, da kann man immer mit runterschieben. Also ich erwische das jetzt, das passt schon. Es ist halt nur nicht ganz optimal. Warum ich aber nicht das nochmal gemacht habe, ist, weil der Stoff ist ja schon perforiert und ich hatte Sorge, wenn ich da jetzt nochmal drüber gehe, dass ich es nur noch schlimmer mache und mir da ein Loch reinhaue. Und deswegen ist jetzt halt in der Nahtzugabe ist es so ein bisschen geöffnet. Da sehen wir jetzt mal so ganz locker drüber hinweg. Und ja, hier seht ihr, dass die Nahtzugabe vorne, die klafft so ein bisschen auseinander. Aber ansonsten ist es ganz gut zusammengekommen. Und jetzt nochmal die letzte Ecke, die sich total wehren möchte. Da weiß ich ja jetzt schon, dass ich dasselbe Problem haben werde. Auch da habe ich jetzt nichts dagegen getan, indem ich das nochmal übernäht habe. Sondern gehe einfach noch vorsichtiger damit um. Und das klappt ja eigentlich auch ganz gut, wie man sieht. So, dann nur halt, wenn ich dann auf der Mitte bin, da wo sich die beiden Nähte treffen, wo jetzt gerade diese Klammer ist, dass man da vielleicht nochmal ja, entweder ein bisschen kleineren Stich anstellt oder nochmal extra drüber verriegelt, damit es halt wirklich nicht auffiddelt. Das wäre ja ärgerlich. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wichtig ist auch diesen thermoisolierten Stoff, dadurch, dass der ja so schnell reißt, mit nicht so einem engen Stich zu nähen. Also da die Stichlänge ruhig ein bisschen größer einstellen, damit, ja, weil übertrieben gesagt, bei so einem ganz kleinen würde ich es halt total perforieren. Erklärt sich ja irgendwie von selbst. Genau. Zack. Alles abgeschnitten und jetzt begradige ich noch mal so ein bisschen, was da so übersteht, dass das später nicht so wulstig in der Naht ist und ja, prüfe hier noch mal, inwieweit die Ecke ist wirklich, die ist nicht optimal, aber ich würde sagen, da arbeiten wir jetzt mit, weil, wie gesagt, ich glaube, es wird es nur schlimmer machen, wenn man jetzt versucht, da was zu korrigieren. Ja, jetzt müssen die beiden Schätzchen zusammengebracht werden, innen und außen. Und das beginnt damit, dass das, also man kann es sicherlich auch anders machen, aber ich mache immer das Innen in das Außen. Und dafür wird das Innen einmal umgedreht und so ganz vorsichtig, also normalerweise nicht so vorsichtig, aber in diesem Fall vorsichtig ausgearbeitet, die Ecken da unten. Und das wird dann in das noch auf links gedrehte Außenteil gesteckt. Und das muss jetzt passen. Wenn man schön zugeschnitten hat und auf die Nahtzugabe geachtet hat, dann passt das jetzt wie eine 1. Und hier geht jetzt das gleiche Spiel wieder los. Nahtzugaben schön aufhalten
und gucken, dass die beiden Nähte sich treffen. Das zahlt sich auch später aus. Das wird dann schön aussehen. Einmal feststecken. So. Und auf der anderen Seite auch. Und ja, es ist einfach ein bisschen ein widerspenstiges Projekt, dadurch, dass dieser Stoff so steif ist. Mit einem anderen Stoff würde das alles einfacher aussehen, einfacher gehen. Aber wir wollen uns ja auch mal um solche Sachen kümmern. Ja, da seht ihr jetzt, dass ich das einmal so ausforme. Wie gesagt, in diesem Fall begnüge ich mich damit. Das wird später keiner sehen, ob das da jetzt perfekt gemacht ist oder nicht. So, und jetzt müssen die beiden Lagen ja oben zusammengebracht werden. Und deswegen ist es auch schön, innen die Wendeöffnung zu lassen. Manche machen das da auch so, dass man jetzt dort, wo ich jetzt gleich nähen werde, eine Öffnung lasse und dann dadurch wenden. Aber dann ist es beim Absteppen so, dass man es immer irgendwie sieht, finde ich. Und ich finde es einfach viel, viel schöner, hier oben jetzt einmal komplett drumherum abzusteppen. Und ich mache das jetzt hier mit dem Freiarm. Ihr habt ja gesehen, ich habe gerade diesen kleinen Anschiebetisch da weggemacht. So würde man das auch machen, wenn man jetzt einen Ärmel hat oder so, dass man es einfach perfekt da drum herum bekommt. Und jetzt einmal mit immer derselben Nahtzugabe, schön drumherum, ganz einfache Geschichte. Und das funktioniert jetzt auch richtig gut, weil die andere Seite von diesem Thermoflies, die transportiert eigentlich relativ normal. Das ist nur diese silberne, und wenn man halt beide Lagen aufeinander hat. Aber so in Kombination mit einem Baumwollstoff geht es ganz okay. Jetzt müssen wir gleich einmal rum sein. Natürlich verriegeln, abschneiden. So. Und jetzt muss gewendet werden. Ja, wollte ich gerade alles wieder aufbauen, aber mir fällt auf, Moment, wir brauchen ja gleich nochmal den Freiarm, also gleich weg damit. So, und jetzt ist ein bisschen Vorsicht geboten, damit man das jetzt nicht kaputt macht. Also da durch die Wendenöffnung hole ich jetzt langsam den Außenstoff, alles so durchstecken und tada! So, sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich behaupten. Und jetzt muss halt der Innenstoff, braucht eine geschlossene Wendeöffnung. Da seht ihr das nächste Problem, hat mich jetzt geärgert, weil nämlich die Nähte wieder so leicht, so ein bisschen da aufgerissen sind. Alles, ja, wo man dann dran rumfiddelt, bevor das richtig fertig ist einfach Mist. Es ist widerspenstig, aber egal, auch hier, auch hier jetzt schön die Nahtzugaben nach innen klappen, die Wendeöffnung schließen, das stecke ich mir jetzt gescheit fest, damit mir das nicht wieder aufgeht. Und wenn das gleich abgesteppt ist, dann hält das auch. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, man guckt das Teil einmal schief an und alles fällt auseinander. Das ist so nicht, die Sachen sind jetzt fest. Es ist nur ja alles, was noch offen ist, wo man dann dran zieht, durch das Wenden und wenn da irgendwie Belastung drauf kommt, ja, hält das einfach nicht so gut. Oder man läuft halt Gefahr, dass man die ganze Naht aufreißt. Wie gesagt, das war jetzt die erste Tasche, das ist jetzt einfach ich nehme euch auch ein bisschen beim Ausprobieren mit. Ich arbeite ja eigentlich fast immer irgendwie so im Prozess und da habt ihr jetzt halt dran teil und wenn man es jetzt nochmal machen würde, wüsste man ja schon um die Tücken und dann könnte ich da besser gegenwirken. Ja, das geht jetzt mit meinem Obertransport nochmal gut. Nochmal einmal, reflektiert natürlich auch wie verrückt, ne? Aber gut. Ihr wisst, was ich da tue. Einmal die Wendeöffnung zunähen und das auf jeden Fall vorne und hinten gut verriegeln. So, und jetzt ist der allerschlimmste Teil geschafft. Jetzt kommen die guten Sachen. Jetzt muss gleich noch das Innenleben in das Äußere gestopft werden. So, und jetzt seht ihr das auch rechts, links hält. Passt. So, und jetzt oben festhalten, damit man da den Anfang nicht verliert. Und dann wird das alles schön da reingesteckt. Und da ist es mit so einem steifen Stoff natürlich super komfortabel, weil das dann automatisch perfekt ausgeformt ist. Man muss nicht noch irgendwie ein zusätzliches Vlies einbügeln oder so. Das gibt genug Standhaftigkeit. Und jetzt prüfe ich einfach, dass unten die Ecken gut aufeinandertreffen und oben dieser Rand schön ist. Also dass, ja, so, dass einfach alles an Ort und Stelle ist. Es soll ja außen und innen identisch sein.
Und ja, das wird einfach schön glatt gezogen, nochmal in Form gestopft und platt gedrückt. Weil jetzt kommt nämlich oben noch ein Gurtband dran. Und da muss ich jetzt erstmal überlegen, was ich schön finde. Das ist eigentlich so, finde ich gut. Und dann habe ich aber gedacht, so ein Kontrast wäre eigentlich auch ganz geil. Aber irgendwie war es das nicht. Nee. Finden bestimmt auch viele gut, aber ja, war nicht so mein Geschmack. Das würde, glaube ich, auch gehen. Aber ich persönlich bin halt gar kein Grau-Fan. Gibt es bestimmt auch wieder welche, die es gut gefunden hätten. Aber ist ja subjektiv, jeder hat so seine Vorlieben. Ich mag jetzt einfach dieses Pink, unschwer zu erkennen, ne? Naja, also Pink ist Gurtband. Ich bin eigentlich bei Gurtband eher im Team Baumwolle, aber in diesem Fall im Team Polyester. Das schneide ich übrigens auch nicht mit meiner guten Stoffschere. So, weil, jetzt seht ihr das schon, A, kann man das so schön abflammen und B, ist das ja eine Tasche, die, wo vielleicht auch mal irgendwas ein bisschen nass wird oder man ist so unterwegs und so und das zieht einfach kein Wasser und trocknet voll schnell, dieses Gurtband. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz gut bei diesen Projekten. Ja, und jetzt ist quasi der Plan, das Gurtband oben einmal komplett um die Öffnung oben zu nähen. Ach so, ganz kurz. Ich habe jetzt gerade erstmal den Obertransportfuß abgebaut, weil ich den einfach nicht mehr brauche und weil der mir ein bisschen zu klobig für das Gurtband ist, weil ich da gleich einmal rechts und links dran langsteppen möchte. Und der ist mir da irgendwie im Weg. Und außerdem habe ich gedacht, weiß ich nicht, wäre schon cool, wenn oben pinkes Garn drin wäre, oder? Wenn das jetzt so ein bisschen Ton in Ton wäre. Sieht einfach besser aus. Plus, wenn man irgendwo minimal schief käme, was ja durchaus mal passieren soll, fällt das nicht so auf. So, Thema erledigt. Pinkes Garn ist drin. Obertransportfuß ist abgebaut. Und auch da nutze ich wieder den Freiarm, weil da kann ich das einfach so wunderbar da so reinlegen und dann geht das quasi schon von alleine in die Runde. Ich habe wieder meinen Universalfuß drauf, den ganz normalen. So, der Anfang wird schön verriegelt. Und jetzt geht es einmal da bis zu der ersten Naht. Seht ihr gleich? Bis dahin wird genäht. Und der Bereich, den verriegel ich jetzt häufiger hin und her. Ihr seht gleich warum. Wirklich ein paar Mal vor, zurück, vor, zurück. So, und ich ende ein bisschen weiter hinten als vorne an der Naht und mache die Nadelposition nach ganz unten, damit ich da so dran rumruckeln kann. So, und dann einmal Position hoch, die ganze Geschichte raus. Jetzt habe ich ein bisschen langsam erzählt, ne? Aber das Gleiche kommt ja gleich nochmal. Kann ich es auch nochmal ausführlicher berichten. Auf jeden Fall ist da schon mal ein Teil der Steckschnalle angebracht worden. Und jetzt wird weiter gesteppt, bis die nächste Naht kommt. Genau diese Seitennaht. Und da wieder vor, zurück verriegeln. Und der Plan ist, da jetzt den zweiten Teil der Steckschnalle einzubauen, damit man die später dann zusammenklipsen kann. Das System werdet ihr kennen. Außerdem habt ihr wahrscheinlich auf dem Anfangsbild gesehen, wie das fertige Teil aussieht. Genau, so. Das kommt jetzt einmal bis oben hingeschoben, aber so mit ein bisschen Platz, damit das nicht so ganz nah da dran ist, auch Pi mal Daumen und so. Dann wieder das Füßchen hin und den Anfang jetzt auch wieder richtig gut vor, zurück verriegeln, weil da kommt immer mal ein bisschen Druck drauf, wenn man da zu dolle dran zieht, das sollte nicht kaputt gehen. So, und jetzt trifft sich gleich der Anfang wieder mit dem Ende und das schneide ich mir jetzt auch wieder mit einer alten Schere und Feuerzeug, einmal abflammen, so zurecht, dass das so leicht überlappt. Jetzt schon mal Garn weg, finde ich immer gut, falls man das dann gleich mit einnäht. Passiert mir auch gerne mal, deswegen mache ich das immer vorher schon mal weg. Und genau, jetzt sind wir ja einmal in die Runde. Steckt gerade die Schnalle hinten fest. Einmal in die Runde, schön verriegeln zurück. Und hier könnte man jetzt entweder so ein Kreuz über den Anfang und Ende nähen oder ich mache, damit ich das gar nicht aus der Maschine nehmen muss, jetzt so
auch wieder so meine Lösung dafür. Fahre da einmal so quer rüber und ja, jetzt wird der ganze untere Bereich noch abgesteppt und hier auch wieder dasselbe, ne? Wenn man an die Nähte kommt, jetzt ist mir noch das Füßchen da abgefallen, also ihr erlebt ja heute alles mit, ne? So ein bisschen mit Umwegen hier. Und genau, Anfang und Ende einfach richtig gut verriegeln, auch unten, logisch. Und gleich kommen wir wieder an die nächste Seite. Also das transportiert die Zone 1. Das klappt so richtig gut. Ihr seht ja auch mit dem Universalfüßchen. So, da wieder zurechtzuppeln, dass man da schön bis an rankommt. Verriegeln. Immer dasselbe Spiel. Also so von der Technik her ist das hier nicht so crazy. Aber das Produkt lässt sich sehen, finde ich. Wird schön. So. Treffe mich wieder Anfang und Ende. Ihr dürft es erraten. Verriegeln und die Fäden abschneiden. Et voilà. So, jetzt kommt noch ein bisschen Fleißarbeit, weil da habe ich ja immer, also da habe ich die Maschine ja nicht da habe ich ja nicht das Garn abgeschnitten zwischendurch, sondern bin einfach so, habe ein bisschen rausgezogen und bin weitergegangen. Und da entstehen jetzt so diese, ich sag mal, Übergangsfäden. Die müssen jetzt einmal sowohl außen, oben und unten, als auch innen, oben und unten abgeschnitten werden. Oh, geht aber ganz schnell. Und ihr seht, das hat gut transportiert. Also das Gurtband da oben ist wirklich schön angenäht. Muss ich sagen, da kann man mit zufrieden sein. So, noch mal alles ein bisschen zurechtzuppeln. Und dann muss noch ein bisschen den Weg finden. Ist noch ein bisschen steif, die ganze Geschichte, aber das ruckelt sich gleich noch ein. Also überfalten und dann kann man es zurechtziehen. Und das Coole ist halt, dass das jetzt gleichzeitig ein Henkel ist. Also jetzt ist das Ding natürlich leer, das ist so ein bisschen blöd, weil das dann nicht so gut rüberkommt. Aber so, da will ich quasi gucken, man kann ja verschiedene Größen einstellen. Man kann das jetzt oben einmal umfalten oder zweimal. Das finde ich optisch am schönsten, je nachdem, wie viel Inhalt da halt auch drin ist, ne? So, und jetzt denke ich mir, naja, Inhalt wäre ja wirklich nicht schlecht. Mal das Kästchen vom Obertransportfuß da rein. Und ja, da sieht man, das sieht schon gleich viel schöner aus. Also kann man sich schon gleich viel besser vorstellen. So, dass man da irgendwie einen kleinen Snack drin hat, eine kleine Getränkeflasche. Und los geht's. Einen Kühlakku kann man ja auch noch dazu tun. So, ist das nicht niedlich? So, und wer es bis hierhin geschafft hat, bin ich ja mal gespannt, wie ihr das findet.